Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Prezada Comunidade de Língua Portuguesa, liebe Gemeinden, deutsche Gemeinden, wir sind hier versammelt, um die heilige Messe zu feiern, Gründonnerstag. Wir beginnen mit und singen das Lied Nummer 497. 497, erste bis dritte Strophe. Und all tiefe Mauern, tiefen frei ich dir, unter diesen Zeichen bist du wahrhaftig. Wie mit verwachsenen Herzen schenk ich dir mich hin, weil vor solchen Wundern ich nur arm bin. Augen und Hände täuschen sich in dir, doch des Gottes Botschaft offenbart ich dir. Was Gott so gesprochen, nehm ich Glauben an. Er ist selbst die Wahrheit, die dich trüben kann. Einst am Kreuz verhüllte sich der Gottheit Glanz. Hier ist auch verborgen deine Menschheit ganz. Beide sieht mein Glaube in den Brote hier, werden Secherufig, Herr und nah zu dir. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Damit diese heilige Messe in rechter Weise feiern können, bitten wir Gott um seine Barmherzigkeit für uns und für die ganze Kirche. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie
allmächtiger Gott, erbarme sich uns, erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Zum Glorialied singen wir 167 von Gottes Lob. 167. Der Gott den Himmel preis und den Menschen Frieden auf Erden. Allmächtiger Vater, König, Herr, du sollst verherrlicht werden. Herr Christ, Lamm Gottes, erbarme dich. Du bist der Höchste ewiglich im Reich des Vaters. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, am Abend vor seinen Leiden hat dein geliebter Sohn der Kirche das Opfer des neuen und ewigen Bundes anvertraut und das Gastmahl seiner Liebe gestiftet. Gib, dass wir aus diesem Geheimnis die Fülle des Lebens und der Liebe empfangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeiten. Amen. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen sprach der Herr zu Mose und Aaron im Land Ägypten: Dieser Monat soll die Reihe eurer Monate eröffnen. Er soll euch als der erste unter den Monaten des Jahres gelten. Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am 10. dieses Monats soll jeder ein Lamm für seine Familie holen. Ein Lamm für jedes Haus. Ist die Hausgemeinschaft für ein Lamm zu klein, so nehme er es zusammen mit dem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, nach der Anzahl der Personen. Bei der Aufteilung des Lammes müsst ihr berücksichtigen, wie viel der Einzelne essen kann. Nur ein fehlerfreies, männliches, einjähriges Lamm darf es sein. Das Junge eines Schafes oder einer Ziege müsst ihr nehmen. Ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. In der Abenddämmerung soll die ganze versammelte Gemeinde Israel es schlachten. Man nehme etwas von dem Blut und bestreiche damit die beiden Türpfosten und den Türsturz an den Häusern, in denen man es essen will. Noch in der gleichen Nacht soll man das Fleisch essen, über dem Feuer gebraten, und zusammen mit ungesäuertem Brot und Bitterkräutern soll man es essen. So aber sollt ihr es essen: eure Hüften gegürtet, Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand. Esst es hastig, es ist ein Pessach für den Herrn, das heißt, der Vorübergang des Herrn. In dieser Nacht gehe ich durch das Land Ägypten und erschlage im Land Ägypten jede Erstgeburt bei Mensch und Vieh. Über alle Götter Ägyptens halte ich Gericht, ich, der Herr. Das Blut an den Häusern, in denen ihr wohnt, soll für euch ein Zeichen sein. Wenn ich das Blut sehe,
werde ich an euch vorübergehen, und das vernichtende Unheil wird euch nicht treffen, wenn ich das Land Ägypten schlage. Diesen Tag sollt ihr als Gedenktag begehen. Feiert ihn als Fest für den Herrn. Für eure kommenden Generationen wird es eine ewige Satzung sein, das Fest zu feiern. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Kelch des Segens gibt uns Anteil an Christi Blut. Der Kelch des Segens gibt uns Anteil an Christi Blut. Wie kann ich dem Herrn vergelten, all das Gute, das er mir erwiesen? Den Becher des Heils will ich erheben, ausrufen will ich den Namen des Herrn. Der Kelch des Segens gibt uns Anteil an Christi Blut. Kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Frommen. Ach Herr, ich bin doch dein Knecht bin ich, der Sohn deiner Magd. Gelöst hast du meine Fesseln. Der Kelch des Segens gibt uns Anteil an Christi Blut. Ich will dir ein Opfer des Dankes bringen. Ausrufen will ich den Namen des Herrn. Meine Gelübde will ich dem Herrn erfüllen, in Gegenwart seines ganzen Volkes. Der Kelch des Segens gibt uns Anteil an Christi Blut. Ouviremos a segunda leitura da primeira epístola de São Paulo Apóstolo à comunidade de Corinto. Irmãos e irmãs, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Na verdade, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre. Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre. Ein neues Gebot gebe ich euch. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Es war vor dem Pessach. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt, und der Teufel hatte Judas, den Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab
und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit einem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus sagte zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht, doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Petrus: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte: Wer vom Rat kommt, ist ganz rein und braucht sich nur die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde, und sagte: Ihr seid nicht alle rein. Und als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er: Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir: Meister und Herr, und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Meister und Herr, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Gemeinden, liebe Christen, Christinnen, die mit uns diese heilige Messe zusammen feiern, auch wenn sie nicht hier in der Kirche sein können. Was wir machen, hat die Kirche über 2000 Jahre gemacht. Wir erinnern uns, was Jesus bei letztem Abendmahl gemacht hat. Nicht nur erinnern, wir feiern, was er dort mit seinen Jüngern gemacht hat. Er hat sich hingegeben für uns. Er hat sich im Zeichen des Brotes und Weines, Kelch, sie selber als Nahrung für uns hingegeben. Die Juden, sie haben und machen noch Gedächtnis der Befreiung von Ägypten, von der Sklaverei. Jährlich, sie erinnern daran. Mit den verschiedenen Ritualen. Und nicht vergessen, dass einmal sie Sklaven waren und wurden befreit. Und nicht das zu vergessen. Wir möchten nie vergessen, was Jesus für uns getan hat. Wir möchten begreifen, was bedeutet, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Dass Jesus selbst auf dem Altar bei jeder heiligen Messe da ist, als Nahrung für uns. Ich habe bemerkt, weil verschiedene Christen und Christinnen geäußert haben, wie schwer ist, ohne die Eucharistie zu bleiben. Am Sonntag, letzten Sonntag und noch heute Morgen, ich war hier in der Kirche und viele sind hier gekommen.
und einfach die Eucharistie zu bekommen. Gibt es einige, die mehrmals in der Woche hier kommen und bitte, Pater, gib mir die Eucharistie, ich brauche das. Einige haben das verstanden und suchen das nicht ständig. Einige können nicht hier kommen. Ich kann mir vorstellen, wie schwierig es ist, ohne das zu leben, ohne das zu haben zurzeit. Ich spreche die Wahrheit auf Portugiesisch, weil ja, einige begleiten uns auch, die Mitglieder der Gemeinde, portugiesischen Gemeinde sind. Nós acabamos de ler o Evangelho da última ceia em que Jesus lava os pés dos discípulos. O Evangelho de São João, ele não narra no final a instituição da Eucaristia, ele descreve a importância da Eucaristia e Jesus dizendo que quem comer do pão que é ele tem a vida eterna. Nós encontramos no capítulo 6 do seu Evangelho. A descrição da instituição nós ouvimos na segunda leitura da carta aos Coríntios. E repetimos em cada missa. Em cada missa nós repetimos Jesus se dando como alimento espiritual na forma de pão e vinho, seu corpo e sangue para nós. Os judeus, como vimos na primeira leitura, quando foram libertos da escravidão do Egito, eles repetiram ano após ano aquele ritual de comer um cordeiro, ervas amargas, para recordar o tempo duro da escravidão e para louvar a Deus que agora já eram um povo livre. Os judeus fazem isso ainda hoje. E nós também fazemos, recordando a noite em que Jesus instituiu a Eucaristia e se deixou como alimento para nós. Um segundo aspecto desta celebração de hoje é a instituição do sacerdócio. Faze isto em memória de mim. Para que Jesus pudesse estar presente em nosso meio, na forma de pão e vinho, ele instituiu o sacerdócio. Queremos rezar pelos sacerdotes que nos ajudaram a viver a nossa fé, nos batizaram, nos deram a primeira comunhão, pelo bispo que nos crismou, por todos aqueles que ouviram as nossas confissões, que celebraram missa para a gente, rezar por cada um deles e rezar pedindo que não falte sacerdotes para o serviço, especialmente da Eucaristia. Heute, wir erinnern uns auch die Einsetzung des Priestertums. Die Eucharistie zwischen uns zu haben, hat Jesus das Priestertum eingesetzt. Wir möchten für die Priester beten, die uns geholfen, unsere Wege als Christen zu machen, die uns die Sakramente gespendet haben. Und beten, dass wir weiter rufen, Menschen rufen, Priester zu sein, damit wir die Sakramente, besonders die Eucharistie, haben können. Ein dritter Teil dieser Feier ist Fußwaschung, das neue Gebot. Jesus hatte deutlich gemacht, als der Meister, die Füße seiner Jünger gewaschen hat. Ja, dienen. In dieser Zeit, vielen haben die Möglichkeit, die anderen zu dienen, die nicht mehr beweglich sind oder die nicht auf die Straße gehen sollen, wegen Quarantäne oder weil sie krank sind oder und ich sie stecken lassen, ne? Dass sie gesund bleiben. Wie viele haben diese Gebote erlebt und leben noch weiter, wenn sie die anderen helfen? Ja. Das ist das größte Gebot, das wir in der Heiligen Schrift finden.
Und Jesus, feiern wir morgen, hat sich für uns hingegeben, weil er uns liebt. Aber heute möchten wir in der Perspektive der Eucharistie das sehen und dort Kraft schöpfen und das zu leben. Jesus folgen em seu Beispiel und Lehre. A terceira parte que celebramos na missa de hoje é lava-pés, um mandamento novo. Lava-pés é a expressão conhecida nossa, pela qual a gente compreende o que significa amar o outro, colocar-se a serviço do outro. Mesmo quando a gente está numa posição em que a gente é o mestre, é o dirigente, é o responsável. A autoridade para Jesus é serviço. Que a igreja aprenda, que cada um de nós aprendamos cada vez mais profundamente a viver essa dimensão da nossa fé, do serviço. Nós, dada a situação, não vamos fazer o ritual do lava-pés, mas vamos cantar uma música em português que nos lembra isso, que você possa ouvir a música, refletir. Jetzt, Pater Jacinto und ich werden eine brasilianische Lieder singen, die über Fußwaschung erinnert. Sie können nachdenken, was bedeutet Fußwaschung, die andere dienen, Nächstenliebe. Ó Senhor, nos ensinastes, por teu gesto redentor, a estarmos sempre unidos pelos laços do amor. Foi na quinta-feira santa que nos deste o mandamento de amar-nos uns aos outros. Este foi o testamento. Quem amar o seu irmão escutou a tua voz, que na cruz deu testemunho do teu grande amor por nós. Nesta grande caminhada rumo à casa do Senhor, tu serás nosso caminho, nosso mestre e pastor. Wir singen jetzt das Credo-Lied Nummer 345. Gott ist dreifaltig einer, der Vater schuf die Welt, der Sohn hat uns erlöset, der Geist uns auserwählt. Dies glaub ich
In der Feier der Eucharistie hat uns Jesus Christus sein Vermächtnis anvertraut. Mit ihm und untereinander verbunden bitten wir. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Herr, stärke alle, die das Herrnmahl feiern, zum Zeugnis der Einheit und der Liebe. Wir bitten dich, erhöre uns. Nehmt und esst, das ist mein Leib. Nehmt und trinkt, das ist mein Blut. Zeige Wege, öffne Herzen und stärke die Bereitschaft zur gemeinsamen Feier des Herrenmahls für alle Christen. Wir bitten dich, erhöre uns. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt. Stärke deine Gemeinde im Glauben, lass sie wachsen in der Hoffnung und entfache ihre Liebe zu ihren Schwestern und Brüdern. Wir bitten dich, erhöre uns. Wenn ich euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Gib uns Mut, die Nächsten als Schwester und Bruder anzunehmen und jede Diskriminierung zu widerstehen. Wir bitten dich, erhöre uns. So oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Schenke den Kranken Heilung und Heil, geleite die Sterbenden auf ihrem letzten Weg und vollende die Verstorbenen in deiner Liebe. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr unser Gott, wir danken dir für deine Liebe und Treue und preisen dich heute und in alle Ewigkeit. Amen. 282. 282. Und bittet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, den allmächtiger Vater, gefallen. Herr, gib, dass wir das Geheimnis des Altares sehr würdig feiern. Denn so oft wir die Gedächtnisfeier dieses Opfers begehen, vollzieht sich an uns das Werk der Erlösung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht.
Sanctuslied 388. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se como vítima de salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. O seu corpo por nós imolado é alimento que nos fortalece, e o seu sangue por nós derramado é bebida que nos purifica. Por isso, com os anjos, os santos, arcanjos e todos os coros celestes proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Heilig, 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 heilig ist der Herr. Heilig, 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 heilig ist nur er. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Tag, an dem unser Herr Jesus Christus sich für uns hingegeben hat. Durch ihn, unseren Erlöser und Heiland, den du verherrlicht hast, bitten wir dich. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, dass es heute, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach den holden Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seine Jünger und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens.
preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja. Vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern, dem heiligen Josef, der heiligen Gertrud und Katharina und allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Por esse sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo de sua peregrinação terrestre, com o vosso servo Papa Francisco, o nosso arcebispo Raina e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente as preces dessa vossa família aqui reunida na vossa presença. Erbarme dich all unserer Schwestern und Brüder, die verstorben sind, und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit dem und in ihm ist ja Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es. Darum bitten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allen Bösen. Und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinen Erbarmen und bewahre uns vor Wirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amém. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amen. Der Friede des Herrn
sei mit euch und mit deinem Geiste. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber ich sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Leib und das Blut Christi. Der Leib und das Blut Christi. Wir singen von Gottes Lob Nummer 493. 493. Weise Zunge, das Geheimnis, höchst vielleicht in Herrlichkeit, unser König auf der Masse, Blut das alle Welt befreit, die Frucht des siegenden Schutzes, herrscht bis in Ewigkeit. Ungegeben uns geboren, war einer Jungfrau Kind, streute aus die Saat des Wortes, denen die auf Erden sind. Der seines Wirkens staunenswerte ist der Beginn. In der Nacht beim letzten Male saß in der Brüder Schar, als Nachweisung des Gesetzes nun das Mahl zum Halten war. Gibt der Herr mit Eigenhänden sich dem 12 zu euch Speise dann. Amen. Lasset uns beten.
Allmächtiger Gott, du hast uns heute im Abendmahl deines Sohnes gestärkt. Sättige uns bei himmlischen Gastmahl mit dem ewigen Leben. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Ja, jetzt wir werden die Anbetung hier halten in der Kirche. Das Ritual, wir machen weiter, das heißt, die Eucharistie geht zur Seitenkapelle in der Tabernakel und zu bedeuten, dass Jesus zum Olivenberg war und dort mit seinen Jüngern geblieben ist, dort gebetet hat. Wir möchten auch eine bestimmte Zeit die Stille hier in der Kirche halten und bei Jesus zu bleiben, wie wir singen werden mit dem Lied 286. Ja, nós vamos agora, vou dar a bênção final e depois nós vamos cumprir o ritual de tirar ao que está sobre o altar e levar a Eucaristia para a capela lateral, onde a Eucaristia fica até no sábado, para recordar que Jesus foi para o Horto das Oliveiras e lá ficou em oração até o momento da traição, da prisão e do que a gente celebra amanhã, julgamento e morte, para depois a gente poder celebrar mais tarde, no sábado à noite, a ressurreição. Você em casa também é convidado a ficar em um momento de recolhimento e de rezar. Quem sabe ler ao trecho dos Evangelhos que se refere a esse momento que Jesus foi para o Horto das Oliveiras. Sempre no final dos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente encontra essa passagem. Sie können auch zu Hause ein bisschen im Gebet bleiben, vielleicht das Evangelium über diesen Moment des Lebens Jesus zu lesen, wo mit seinen Jüngern in Olivenberg war, auf den Olivenberg, bis Judas dort kommen und wurde verraten, wie wir kennen die Geschichte. Aber das zu lesen, nachzudenken, zu beten, ein bisschen mit Jesus. Ja, wir Priester, wir bleiben in der Kirche und vertreten euch alle und beten auch für euch. Nós padres vamos nos revezar aqui até às 10 horas da noite e vamos rezar por vocês e em nome de vocês. Com a bênção de Deus, nós queremos bem viver esse tríduo pascual. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz, na certeza de que Deus está conosco. Amém. Amém. Noi